So, einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen. Ein bisschen verspäteter, aber wir sind jetzt hier. Jo. Aber gut, wir halten uns ja Samstag, Sonntag eh mal, dass wir flexibel online kommen, je nachdem, wann wir fertig sind, was wir alles so gemacht haben. Bis dann. Genau. Ja. Weiter geht's mit Sherlock Holmes Chapter One. Genau. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Genau. Und dann würde ich sagen, starten. Kurze Zusammenfassung. Wir haben so einiges gefunden und suchen jetzt noch mehr. Wow, was für eine Zusammenfassung. Nico. So, was geht's? Nee, wir mussten zum Pier, glaube ich. Irgendwie. Und da mussten wir Paul suchen. War ein Mitarbeiter von Zwingt. Das hat uns die nette Tochter von Gilden gesagt, Theodore. Ja, und jetzt sind wir am Pier. Und dann suchen wir den Herrn mal. Ja, wir wurden, ich weiß gar nicht, wir haben einen Mord gehabt. Wahrscheinlich wurden wir von einem Elefanten überfallen. Der hat uns auch irgendwie ermordet, aber das steht noch in den Sternen, ob das wirklich so war. Genau, wir suchen jetzt hier auf jeden Fall den jungen Herrn auf dem Bild. Wir werden das einfach mal analysieren im heutigen Abend. Der soll sich auf jeden Fall im Yachtclub aufhalten. So, und der ist hier vorne. Genau, wir gehen erstmal zum Pier, zum Yachtclub. Dann machen wir uns genau. jetzt mal hier eine Markierung hin. Da ist schon der Yachtclub. So, und dann gehen wir da mal hin und schauen mal. Oder jetzt gar keine Markierung setzen brauchen, glaube ich, ne? So war ja dieser Haken. Der Haken war da nicht. Ach, auf dem Kompass siehst du den Haken nicht, ja, stimmt. Nee, das sehe ich da nicht. Ja, natürlich clever. Ich sag ja, das finde ich halt ein bisschen schade, dass wir... Ja, so eine Minimap wäre schnell die geil, aber Möglichkeit- ja. Ich weiß gar nicht, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass man die irgendwie einstellen kann? Chapter One. Oh, dann kommen wir hier rein, so. Mit den Herren reden. May I ask you something? That's a question I can answer. Oh, hier. Oh, da geht ja schon wieder gut los mit Lesen heute Abend. Fotografie von Imogen. Mitglieder des Yachtclubs erwähnten, dass Mr. Perks das Letzteren verpasst und ihn seitdem niemand mehr gesehen hat. Am Morgen. Er könnte in seinem Zimmer in der Werkstatt aufzufinden sein, südlich des Yachtclubs. Okay. Neue Einteilung in Johns Tagebuch. Ja, es gibt also leider keine Minimap. Was haben wir hier? Verkauf. Ja, südlich. Naja, südlich wäre ja... Ja, dann irgendwo eine Halle sein oder sowas bestimmt, ne? Wo er sich aufgehalten hat. Was haben wir denn da? In sein Zimmer, in der Werkstatt. In der Werkstatt, okay. Südlich des Wach... Südlich, da wäre Süden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Könnte eine Werkstatt sein. Ja, das direkt Licht, was das uns erleuchtet. Also kann ich mir auch vorstellen, das könnte die Werkstatt sein. Das könnte die Werkstatt sein. Okay, Bootswerkstatt.
Naja, Ort zu untersuchen auf jeden Fall. Oh, ich ahne Schlimmes, wenn hier schon wieder so Sachen hängen. Es wird wahrscheinlich wieder einen Kampf geben. Warum? Weil da Feuerlöscher hängen? Ja, das sieht immer so, das sieht so wieder so verdächtig aus. Wollen wir einfach mit dem Bildchen wegfahren? Ja, dann wird das Spiel zu Ende. Wir haben ein geiles Easter Egg. Oh. Ach ja, stimmt. Und das schwimmt Ah da. ja, ist der John. Oh, hier, da ist eine Erinnerung. Was haben wir hier? Das war hier ein Hinweis. Oh. The champion's whirlpool pools bread and butter. Okay. Oh, hier haben wir was. A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to Maybe, cover your huh? ears. Da lag noch was. Hab ich gesehen? Wo denn? A war foghorn das? to navigate and warn Wo others at reinst du sea. denn noch? Irgendwo lag da noch was eben gerade. Irgendwas hat noch geblinkt, wo du reingekommen bist. Noch was? Ja, Nee, das hier war das. das ist das Nebelhorn und da war aber noch was. Irgendwo muss da noch was sein. Hat doch irgendwas geleuchtet gerade, wo du reingekommen bist. Was hat denn da geleuchtet, Nico? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es aufgeblitzt hat einmal kurz. Ja, das ist eine gute Frage, weil hier ist nur so ein weiterer Punkt. Aber hier unten ist was. Das sieht aus wie Kotze. Oder? Aber kann ich nicht analysieren oder so. Oh, hier ist ein Na, Buch. siehst du. Habe ich doch. Ha! Hast du doch recht. Alle Augen sei Sales wachsam. of hatred. I suppose Ah, das there nächste is Buch, was wir something for finden sollten, everyone, weil John ja including gesagt hat, was wir nicht finden. champions. Who knew Oh, archaeology perfekt. could be so exciting? Exciting hat er is gesehen. certainly a Hat er dir word. sogar schon angezeigt, wo du da reingekommen bist, eben ganz kurz. Also es hat eben nur ganz kurz geblinkt. Deswegen Okay. habe ich das gesehen. Was haben wir hier? Bloodied bandages. Has someone been hurt? Hier wurde jemand verletzt. Okay. Where would a champion hide a key? Ja, der kommt auf jeden Fall nicht rein. War da noch mehr drin in der kleinen Lagerhalle? Guck mal, was ist das für ein Schild da? An der Stimmt, ja, Tür. da war ich schon hier. Ne, an der Tür. An der Tür war auch so ein Schild. Hier? Ne, andere Seite. Genau da. Steht da? Ach, Whirlpool. Oh, Ja. da liegt noch mehr, guck mal. Da war ich ja gerade. Komm ich auch nicht rein. Bloodied bandages. Has someone Muss been nicht hurt? rein. Wo warst denn du eben drin? Da war alles untersucht, ne? In dem Räumchen, wo wir eben waren. Ja, das war das Räumchen. Ja, das Räumchen. Liegt da noch irgendwo was? Ich glaube nicht. So nicht so. Aber hier vielleicht noch eine. Auf der Tafel stand auch nichts drauf, wo die ganzen Bootsnamen alle drauf standen. Wo denn jetzt? Da hinten, geradeaus durch. Naja, steht auch nichts. Ah, guck mal da unten. Das Schild unten. Das sieht anders aus als das, was wie die anderen. Kann ich auch nichts machen. Sehr komisch.
I hope Paul is more skilled. Ja, siehst du. So, also wir haben Schlüssel gefunden, das ist schon mal gut. Das war schon mal wieder... Ja, man muss halt wirklich darauf achten, dass man hier Bloodied bandages. Missionen anpinnt, die aktiv ist halt. Ja, einmal das und Oh. man muss halt die To earn big, you Gegebenheiten have so to ein spend bisschen big. beobachten. Das Schild sah total anders aus als Ja, das ja, aber das Problem ist, das würde mir ja nicht angezeigt. Ich habe zwar gesehen, dass es anders Additional aussieht, earnings to aber es sweeten the wurde mir ja victory. nicht angezeigt, weil weil du ich die Mission nicht hattest. angepinnt hatte. Genau, Das heißt, ich muss halt immer darauf achten, dass wenn interesting ich da place for a hingehe, dass message das to a Ding nicht champion. automatisch ändert. richtig. Oh, was haben wir denn da? Ein Drohbrief. Hoho, das ist aber nicht nett. Was? Nee, ist Ich weiß, aber es ist trotzdem nicht nett, dass da so ein Drohbrief ist. Du elende Schiffsratte. was ist? Warum wackelst du so? Hä? Achso, Ja. mein Fuß eben. Ja, die ganze Couch wackelt. Ich weiß, weil mein Fuß ist eingeschlafen. Ja. So, okay. Drohbrief. Du elendige Schiffsratte. Glaubst du etwa, du könntest meine Familie ausnehmen, mein Geld stehlen, meine Tochter ausnutzen? Das hört ab sofort auf. Deine kümmerliche Karriere ist zu Ende. Eine allerletzte Warnung, gestehe ich dir noch zu. Solltest du dich weigern, mir zu gehorchen, wirst du auf dem Grund des Meeres enden. Gilden. Okay, das Mr. klingt ja Gilbert schon mal wasn't nett. afraid to get his Oh, hands der war nett. dirty. Sehr nett zu ihm. Oh, aber das war das kleine Stupsen gerade. Ja. Hab mich gewundert. Die ganze hä? Couch bebt hier. Old betting slips. Paul always Kacke, wenn bets er on gut Whirlpool. schlägt. One victory after another. Okay. Okay, jetzt wird der Fall auf jeden Fall interessant, ne? Ja. Haben wir hier noch? Betäubungspfeile. A box Oh, full of okay. darts. Each has a needle and can be loaded with Oh, jetzt ist das drugs. Beschreibungsweise. Da stand nur mit Flüssigkeit gefüllt. Ich weiß nicht, ob du alte Indianerfilme expensive Ja, ich kennst kenne mit so weiß kleinen es schon, dass die Spuckrohren. immer so gut waren. Und die waren immer mit Puscheln hinten dran, von der Fluglinie her. Naja, weiß ich wo. Shipbuilding, shipwrights tricks, sail weaving. Weil damit kann man auch Tiere betäuben. Ja. Deswegen sag ich ja, die Indizien sprechen leider nicht für ihren Freund. Leider nicht. Und was haben wir da jetzt? Verdächtige Nachricht. Ja, das hört sich gut an. Ah, der Das Yachtclub würde ist noch ich- nicht fertig. Ja, aber die verdächtigte Nachricht würde ich erstmal anheften, glaube ich. Mal gucken. Was haben wir da? Und jetzt der Yachtclub ist auf jeden Fall nicht fertig. Ah, hier ist auch noch was. Nicht da? Eine Teedose. Okay. Okay. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Oh. Oh, A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Oi, Oh. hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? er hat einfach mal eine hässliche Friese, der Typ. Ich bin ein Freund von Imogen. Ich bin ein Freund von Mr. Gilden. Ja. Eine gute Frage. Ich bin Sherlock Holmes, hätte noch gefehlt. Ich Ja. würde sagen, wir sind einfach mal ein Freund von Imogen. Ja, hätte ich auch gesagt.
I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Beobachten. Okay. Oh, will er dir eine latschen oder was? Ja. Kaum sichtbar. Adamsapfel. Weiblich? Was? Okay. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Also dass er so schlauer und so viele solche Sachen sieht, damit denke ich auch immer. Verbundener Arm. Gewalteinwirkung oder Unfall. Okay. Aber Adamsapfel erkennt er männlich oder weiblich. Schon crazy, oder? Ja, echt. Geschwollener Ellenbogen. Er litt harten Schlag. Ja. Oh, der hat was in der Hosentasche. Breite Hüften oder Oberschenkel. Ausgeprägter weiblicher Körper. Ich hätte das niemals erkannt. Also an der hier. Professionelle Schmugglerin, professionelle Seglerin. Oh, okay. Ich würde sagen, das untere. Eine Seglerin? Obwohl schmuggeln. Könnte auch eine Schmugglerin sein, die sich mit dem Elefanten davon machen wollte. Frau Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Unter dem Deckmantel ihrer Segelkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Corona. Condana. Ja, ihr verletzter Arm spiegelt die Gefährlichkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wirkt grundsätzlich furchtlos und gerät aufgrund ihrer Verbindung zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz der Welt verdient. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Egal. Ich würde sagen, wir nehmen die Schmugglerin. Das hast du so schön vorgelesen. Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet hat, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Sie steckt all ihre Energie in ihren Sport, auch wenn sie dabei hin und wieder kleinere Unfälle auf dem Meer erleidet. Schramm und ihr verletzter Arm sind eher ein Zeichen ihrer gefährlichen Sport an. Sie ist eine furchtlose Seglerin und nicht alles willens aufzugeben, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen muss und dies eigentlich nur Männern vorbehalten ist. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis freizulegen. Toll, das ist ja bald. Das ist ja. Ich würde ja jetzt gerne unterbrechen, ne? Hm? Aber du hast jetzt gerade den Text das zweite Mal vorgelesen. Nein, das sind zwei verschiedene. Ja, aber du hast den Text zweimal vorgelesen. Nein, es sind zwei verschiedene Texte, Nico. Ja, das weiß ich. Ja. Aber das steht überall. Achso, ich dachte, du hast den jetzt zweimal vorgelesen, den Text. Das war beides das gleiche, oder nicht? Das sind zwei verschiedene. Das eine Mal ist sie eine Schmugglerbande Ja, und das und andere einmal macht sie eine Seglerin. Seglerin. Ja, dann wird die Schmugglerin. Ich bin dafür, sie ist eine Schmugglerin. Was sagst du? Nico, du bist manchmal echt gemein zu mir. Nein, weil sich das beides so Doch, ich mag identisch dich angehört nicht hat. mehr. Das war voll gemein. Ich hab das beides vorgelesen und beides sind einzelne Dinge. Super. Dann suchen wir uns jetzt ein schönes davon aus. Dann nimm die Seglerin. Oh, kannst du mal nicht entscheiden? Oder die Schmugglerin. 50-50.
I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here, not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh! Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Oh. But I'm afraid I have to interfere. Die haben Waffen. Was war jetzt? Oh, habe ich gesagt. I'm coming for you. I will end you. Was war das daneben? Das war was? Er hat dich einfach weggebeamt. Ja, das kann ich ja. Die haben ein Messer, ne? Die werfen ein Sie Messer. werfen das Messer in die Schweine. Shit, Too simple. Der andere hat es halt naja auf dem Rücken, ne? Das wird wieder schwierig, da ranzukommen. I'm coming. Hast du. Perfekt. Oh, oh. Take a rest. Okay. Aber die Quickstime-Events sind echt heftig, oder? Ja. Die muss halt so schnell sein. Don't Aber er hat alle. give him the pepper Kannst snuff. alle drei Einer ist festnehmen. noch ohne nicht. Ja, kannst alle drei festnehmen. Hast alle drei. Ja, da ist noch jemand. Ja. Und der noch her. Ja, den muss ich irgendwo hinlaufen. I'll put you 6 feet Noch einer, under. oder? Die stehen wieder auf. Nee, die Festgenommenen nicht. Die stehen nicht wieder auf. Not that Ja, das war easy. gut. Ah, shit. Das war aber gar nicht super. Obwohl, genau da unter stehen. Eigentlich schon. Scheiße. Ja, wie war es noch mit RP? Hab ich schon völlig Come vergessen. him, don't. Er muss so schnell sein. Don't Wahnsinn. cry, you'll live. Irgendwo war noch einer. Da Da. ist er. Ja, wie schnell ist der denn? Ich wollte gerade sagen. Und er trifft doch alles. Oh, jetzt. Oh, shit. Perfekt. Don't bother moving. The Ach snuff's so, ready. wenn die Handschellen über den rüber Oh, sind. der Nachbar hier. Mein Gott. Oh, den Bauch geschossen auf das stand auf das Teil. Oh nein. No, you Oh, killed shit. him. Egal. Ups. Not that easy. Oh shit. Ich bin gleich tot. Nein, 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 nein. Oh Gott. Weaken him. I couldn't miss the party. I couldn't miss the party. Watch this. I'm gonna. I'm coming. I'm coming for you. Wir haben ja schon gehört, die haben nicht verstanden. Time to knock this guy out. Hey, you could have Egal. kept him alive.
Ja, ich muss eben ein paar Schilden und ein paar festnehmen, also egal. Nee, ich meinte die, There's no reward for die risking du our richtig lives. tippst, ne? Paul's Ja. explanation Und die, will die suffice. Handschellen drüber haben, die hast du automatisch schon festgenommen. Ja, ich Ach weiß. so. Die habe ich in die Handschellen angelegt. Ne, das wusste ich nicht. Ich dachte, die liegen einfach nur am Boden. So, jetzt haben wir immer noch nicht alles, glaube ich, hier, ne? Ja. Ist immer noch nicht grün. So, warum ist immer noch nicht grün? Ich nur ein Hämmerchen. Ja, da waren wir schon. Frage ist, müssen wir uns wieder was anderes anfinden noch? Wir brauchen hier noch irgendwas. Was brauchen wir hier noch? Ich würde nochmal mit ihr sprechen. Ah, das hier. We can become pirates and Poor. show them what should be stored in Ah, here. ne, das ist schon. Das, ja, stimmt, das war Die stand ja da Die hinten. sahen beide gleich aus, ne? Ja, zumindest zu verwechseln. Obwohl, ne, das war ja auch, ne, das war, ah, ne, ja, Your stimmt. fellow mariners have a strange way of Aber showing das wäre John. hospitality. They were not my Oder Jon, friends. oder wie heißt Are er? you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Wo waren Sie heute Morgen oder erst tot? Ich würde sagen, wo waren Sie heute Morgen, oder? Ja. Wir fangen nett an. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. So, was haben wir denn hier? Jo, haben wir so einiges, ne? I don't know what this means. I don't know what you're suggesting. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Man kann Not ja a alle delivery for the durchklicken, hospital, oder I'm was? sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious.
I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures, why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. I'm clueless. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. I don't know what this means. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Just be quick. So, das sieht doch gut aus. Dann haben wir den Yachtclub auch fertig. Dann kommen wir schon wieder umswitchen hier. Wir müssen auf jeden Fall befragen. Ah ja, jetzt macht sie ja Aussage, weil sie wollte ja das hier. Genau. So, sie wollte ja erst mit ihr sprechen, wenn wir wissen, was mit ihrem Freund passiert ist. Ja, das haben wir ja rausgekriegt. Also müssen wir jetzt wieder zu ihr zurück. Können wir wieder zu ihr zurückeiern, ja, richtig. So würde ich sagen, erstmal Schnellreise hier hin. Und hier die Straße runter. Und da hinten, wo das Ballönchen ist, da ist auch schon das Häuschen. Habe ich mir an den Ballon gemerkt. Ja.
Die war oben, oder? Ja, die war oben. Ich geh mir jetzt servieren. Was ist das denn? Achso, schon. Okay, ja, dann sprechen wir mal mit der Guten. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. I'm afraid I can't add anything useful. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. I've nothing to say about this. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Was anderes schon? It's chilling to think the monster is free. Ja, alle Hinweise erhalten. Okay, hier haben wir auch alle Hinweise. Ja, das heißt, was müssen wir jetzt tun? Was haben wir hier noch? Bauplan. Bauplan. Ein Bauplan für die Elfenbeinbäder. Der Name A. Swift war ursprünglich als Partner aufgeführt, wurde dann aber durchgestrichen. Die Mogen nannte mir den vollen Namen von Mr. Gildens Geschäftspartner, Arthur Swift. Sie hatten gemeinsam an einem Projekt in der Altstadt gearbeitet. Die Mogen wusste nicht mehr zu berichten, erwähnte aber noch, dass für diese Zusammenarbeit eine Menge Geschäftspapier benötigt waren. Okay. Okay, also müssen wir in die Altstadt. Was haben wir hier noch? Die haben wir aktiviert noch. Jo. Die Bücher muss man noch finden. Wir können doch mal wieder zusammensetzen. Oh, was haben wir denn hier? Ist noch nichts. Doch schon was. Paulperks gegen Schuppenwand geprallt. Paulperks Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodors Gildes Anwesen geführt haben. Ja. Das Ergehen wollte Paulperks schaden. Theodor Gilden wollte Paulperks Karriere ruinieren und heuerte sogar Schläger an. Okay. Na, mehr haben wir erstmal nicht. Das war der Vogel, ich wollte schon sagen, was war hier? Das war der Vogel, ja. Kriegchen. So, dann werden wir mal. Ja, wo müssen wir denn hin? Was haben wir denn da für einen Bauplan? Warrior Bath. Okay. Aber du hast gerade in der Altstadt, hat sie gesagt. Ja, Altstadt. Und dann? Ich würde mal zum Dings gehen. Was haben wir denn da? Altstadt Nord? Ja. Und erst auch nur hier hinreißen. Oder? Warte mal. Guck mal, geh mal rüber nochmal ins Geduria. Gibt es da ein Rathaus? Ja, guck mal, ein Rathaus. Das könnte vielleicht auch ein Rathaus sein. Dass die da drinnen gearbeitet haben, beide.
A contest for the guests of Cordona. Eine Schatzsuche. Im Zuge des Bestrebens unseres Gouverneurs Cordona für Touristen attraktiver zu gestalten, freut sich die Stadtverwaltung, eine Schatzsuche ankündigen zu dürfen. Die Herausforderung besteht aus 3 Runden, wobei ihr in jeder Runde 8 fotografische Hinweise als Schatzkarten ausgeben werden. Jeder dieser Hinweise führt sie zu einer versteckten Schatzkiste. Sobald sie alle 8 Schatzkisten gefunden haben, können sie zum Stadtschreier zurückkehren und erhalten dann fotografische Hinweise für die nächsten Schatzkisten. Find hidden treasure. Das ist ja toll. Can I ask you a question? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. A contest So, for ja, the brauchen wir guests jetzt of erstmal den Cordona. Drahthof, ne? Find Der andere hidden Seite. treasure. War da oben? I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose in a way we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Ja. Vielleicht muss er irgendwo nachschlagen hier. Ja, hier muss ja irgendwo ein Stadtarchiv geben, ne? Was haben wir denn da? Baupläne für... Achso, das war ja der Bauplan. Der Name ist Swift. Ja, meine... Er war auf jeden Fall Unternehmer. Register, Rechtsdokumente, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und Stadtteilen. Altstadt. Altstadt. Eintragung in das Handelsregister. Diese amtliche Urkunde bestätigt Kraft der Befugnis der Regierung von Cordona die Gründung des Unternehmens, Gilden und Swift, LTD, keine Ahnung, was das für eine Abkürzung ist, am 21. Juni 1877. Theodore Gilden ist alleinige Eigentümerin des oben erwähnten Unternehmens und verpflichtet sich, Geldmittel sowie als römischen Bezirk bekannte Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Na, hat die Socke gejuckt? Ich hab mich komplett rausgebracht gerade. Oh, was das? Ja, ist noch jemand, der die ganze Zeit auf der Couch gewackelt hat. Arthur Swift ist Gründerpartner und verpflichtet sich gegen Geldmittel sowie seine Dienste als Archäologe zur Verfügung zu stellen. Das Primärziel des Unternehmens ist die Archäologie, Erforschung der Ausgrabungsstätte an der Kreuzung Basarat und Arnoldstraße jenseits der Befestigungsmauern der Altstadt von Cordona. Der alleinige Eigentümer erklärt sich hiermit bereit, die archäologischen Arbeiten zu finanzieren. Im Gegenzug gehen alle Funde mit historischem Wert in seinen Besitz über. Der Gründungspartner verzichtet hiermit auf sein Finden und Besitzrechte an allen Funden. Im Gegenzug erhält er die exklusiven Veröffentlichungsrechte für alle akademischen Arbeiten, die mit seiner archäologischen Tätigkeit bei den Ausgrabungen in Zusammenhang stehen. Gezeichnet Mr. Theodore Gilden und Mr. Arthur Schiff. Ja, okay. With your love for archives, you would have made the perfect bureaucrat. Haben wir wieder neue Hinweise? Nochmal bei Kreuzung. Basarrot und Astrolstraße in der Altstadt. Okay. Ja, da müssen wir jetzt hin. Das war ja eine Altstadt, ne? Basarrot, hier ist die Straße und wie ist die andere?
Basarrot. Höher, 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 höher. Hanusstraße. Da oben ist sie. Da. Hm? Ein Stückchen höher. Ja, jetzt die doch, das weiß ich doch. Aber die zweite. Ja, die Hanusstraße war das. Das ist nur die eine. Oben. In der Kreuzung, das müsste da sein. Da, genau. Wie hier. Ja. Das müsste genau die Kreuzung sein dann. Okay, dann markieren wir es hier mal. Und dann die muss da gleich ran. Bringen wir da mal rüber. Ja. So. Das ist hier oben noch. So, dann werden wir mal. So. Dann werden wir uns doch mal in die Richtung der Straße da oben begeben. Ja, wir reisen dann mal hier hin. Dann gucken wir weiter. Leitungshändler. Sind wir an der Straße? Ja. From day Guck to mal. night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious workers for the Willst du belauschen, ne? Ich weiß noch nicht, Ja, wie das noch ging. ja, die sollst du belauschen. Da ist ein Ohr dran. Ne? From day to night, Aiden stands there, recruit. Ach, shit. Oh, ups. From day to night, Aiden. Ja. Zutritt zur Ausgrabungsstätte. Ich habe mitgekommen, dass der Zutritt zur Ausgrabungsstätte nur den dort Beschäftigten gestattet ist. Ein Mann namens Aiden heuerte offenbar auf dem Marktplatz im westlichen Teil der Altstadt neue Arbeiter an. Hat eine Narbe am Hals und nimmt wohl nur Arbeiter mit einer britischen Einstellung. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal das hier anfangen. So, ne. Und das hier, oder? Ja, auch nicht. Nee, das war schon richtig, glaube ich, die Ausgrabungsstätte da. Weil auf der Karte wurde dir was angezeigt gerade. I remember the monument. Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? Dreifalt Silberhand. Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Silberhandrätsel.
Oben auf dem Denkmal befanden sich der erste Teil eines Gedichtsrätsels, von dem John vermutet, dass es zum Schatz des legendären Piraten Karamin Silberhand führt. Erster Teil des Rätsels: Bist du vom Lösen des Rätsels der Hand besessen? Begib dich dorthin, wo die Enro Red und Rocket Street sich treffen. Sieh zu Imazari Morriche und geh nach links Huggets Schrittes, bis eines Hof mit meinem Wunschbrunnen erblickest. Come on, Sherry. This is just like the old days. Ja. Ja gut, das brauchen wir ja nicht sofort machen. Ja, die ganzen Schätze und so, das würde ich später machen. Kann ich die nicht auch mal weggehen, die Rätsel in die anderen Nebengeschichten? Die Münzen müssen wir auch noch alle sammeln. Naja. So, wir machen aber jetzt mal hier weiter. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Genau, die war ja auf der Karte markiert, ne? Ja. Obwohl. Ne, da war keine Markierung. Ich weiß nicht, was er da anzeigt, aber ja. Und da macht er jetzt doch eine automatische Markierung dann davon. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was das rote Ding da ist. Das rote, ne? Oben. Ja. Eigentlich wäre es ja logisch, dass er das anpinnt, was wir jetzt angepinnt haben, ne? Ich schon, ja. Aber. Macht ja am meisten Sinn eigentlich. Ah, doch, das hier hinten. Hat er nicht gesagt, ne? Ob von meinem westlichen Teil. Weiß die Markierung ist irgendwas anderes, was er jetzt gemacht hat. Ich weiß nicht, was er da hinten nachgucken will. Altstadt Markt. Ja, ich würde sagen, der Markt ist nämlich hier unten. Ja. Und da haben wir auch noch keinen Wegpunkt hin, ne? Ne. Unsere Markierung, oder? Die wir setzen können. Ja. Wir laufen jetzt einfach nochmal hin. So, jetzt ist eh das falsche aktiv, glaube ich. Ja, wir müssen ja zum Markt. Wir müssen uns ja erstmal jetzt verkleiden, ne? Ja, also müssen wir zum Markt erst mal klein. Ja, stand auch, geh mal noch auf den Schreiben drauf da. Guck hier. Und dann bla bla bla. Offenbar auf dem Marktplatz im westlichen Teil der Altstadt um Neu am Er. Hat eine Narbe am Hals und nimmt wohl nur Arbeiter mit einer pro-britischen Einstellung. Das heißt, wir müssen uns bestimmt noch als Brite verkleiden. Damit wir überhaupt erstmal eine Info von ihm kriegen. Oder einen Job. So sehen wir aus, wie sehen wir denn britisch aus, ne? Ja, vielleicht gibt es da drin britische Klamotten. Beim Markt.
Vielleicht gibt es da einen Händler oder irgendwas. Hier wäre ein Kleidungshändler gewesen. Ja. Merhaba. Nice affordable clothes. Step right. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. The market square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that. Any Turkish delight round the corner. Don't miss out on the best card. Welcome. Sir, kind sir, might I steal your attention? I am not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? I am all for them. Well, you say that, but can you prove it?
You know how much I love tea? Once I drank so much of it, my eyes turned brown. Fine. You're a fan. I'll give you that. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural bone digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Stop loitering and get inside. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? Archaeological treasure. You're hoping to find something priceless, something that will change our history. Bravo, young man. I couldn't have said it better myself. It's true. We're looking for Vitus Lemonius's tomb. I'll help you. That is my goal as a worker. Good. Listen to me carefully, then. I hate repeating myself. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one, and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior.
I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Plan for this whole operation. This reminds me of my father's room. Titus Livius Grab gefunden. Unweit von Kirigon konnte der britische Archäologe Sir George Griffiths das gut erhaltene Grab eines römischen Legaten, Befehlshaber namens Titus Lemonius auswendig machen, der einst das legendäre Schwert von Romulus besessen hatte. Ein Geschenk von Augustus. Leckt mich doch an die Füße mit euren Namen hier. Erster römischer Kaiser. Höchst selbst. In einem Exklusivinterview bezeichnete Sir George den Fund als unbezahlbaren Kulturschatz der Menschheitsgeschichte. Der Eingang zum Grab wurde gefunden, als mehrere Lehmblöcke nahe markanten Statuen entfernt wurden. Sir George vertritt die Auffassung, dass die 4 Statuen am Fundort einen Bezug zu Titus' Leben haben. Bei 2 der Statuen handelt es sich um weibliche Statuen. Die eine, vermutlich eine Mutter, trägt einen Korb mit Früchten und hat ihren Blick gegen Westen gerichtet. Die andere hält eine Sichel in der Hand, die selbst Herbst symbolisieren könnte, und blickt gern Osten. Sir George vermutet, dass sich bei den 2 Statuen um eine weibliche Darstellung des Windgottes Zephyrus handelt, wobei er die Statue der Mutter für Zephyrus hält. In dieser Szenerie passenden eingebunden sind die Statuen der beiden Brüder Titus und Vitus. Der Erfolg beteiligter Archäologen wurde bereits in der Krone gewürdigt. This might prove useful. I'll note it down. Jo. Ja. Kein Wort verstanden. Bei Cisus, Sylerus und Zakatidorus und Aquatinorus bin ich ausgestiegen. Das weiterlesen, was Nettes. Titus und Vitus Lemonius. Titus und Vitus
waren legendären Legaten in den frühen römischen Kaiserzeiten. Ihre militärische Laufbahn begann mit der Niederschlagung der Aufstände der Bellovoker und Alloborger. Bei der Belagerung von Mutina und in der Schlacht von Actium gehörten sie zu den wichtigsten Befehlshabern. Als Augustus als erster römischer Kaiser den Thron bestieg, erhielten die Brüder zwei gleiche Schwerter, die wahrscheinlich einen Romulus und Remus gehört hatten. Als Legaten waren die zwei Brüder anschließend an der Eroberung der Provinzen Dalmatia und Afrika beteiligt. Sie waren bekannt dafür, vor allem niedrige Gottheiten zu verehren. Titus und betrete zu Eurus, sein Bruder zu Cypherius. Alles, was wir über die Brüder wissen, entstammt den Aufzeichnungen von Plinius, dem Älteren. Titus kleidete sich in das Fell eines Löwens, wobei er den Löwenkopf über den Helm trug. Eine Tradition, die er aus seiner Zeit als Signifer übernommen hatte. Vitus trug ein Schild, der so groß war, dass er den ganzen Himmel zu bedecken schien. Wo genau sich die Gräber der Brüder befinden, ist nicht überliefert. Als historisches erwiesen gilt jedoch, dass Titus im Frühling des Jahres 10 nach Christus und Vitus im Herbst des Jahres 12 nach Christus starb. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann Titus und Vitus sie noch heute. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or two. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Okay, was haben wir hier Schönes? Welche Schiene? Zelte. Da unten, der wieder Quatsch macht. Der wollte gerade sagen, der macht schon wieder Blödsinn. Swift lost his... Ja, mal im Brunnen. Er planscht mit den Füßen drin. Sehr geil. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Oh, ich kann so gut laufen. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Ich hab nichts gemacht. Was? Du hast nichts gemacht? Nee. Lag jetzt noch irgendwas in den Zelten da, oder? Swift lost his temper when he learned. Aber ich hab nichts gefunden hier. Ah, doch, da liegt ja doch was. Sharpest. Ein Büchlein. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert, you, what was so important about these books? Or did you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue.
somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Erkundung der Ausgrabungsstätte. Eine Inschrift nahe den 4 Sockeln lautet übersetzt: unweit von hier ruht Vitus. Oh, wer hätte es gedacht? Ja. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt. Denn über ihn wachen die... Argus Augen seines Bruders. Danke. Und der Herbsthund. Ich habe das Wort eben nicht entziffern können. Findest du nicht Argus Augen? Doch, ich konnte es bloß nicht lesen gerade. War jetzt hier noch Da liegt doch die Statue. Von ihm, oder? Ja, klar. Oh. Oder machen. Untersuch. Oh, da liegt eine Sichel. Ja. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. Und der Kopf, wa? Ja. Oh, der ist ab. A goddess? A mother? Someone's wife? Okay, da Oh, hat da war auch was noch geleuchtet. Da stand die bestimmt mal drauf. There were 4 statues here 4 originally. Statuen standen hier 4 drüben. standen aber. I wonder what the 3 other statues look like. Ja, wo sind die anderen 3? Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Arbeiter fanden auf der Ausgrabungsstätte eine Statue mit einem Löwenhelm. Die stand ursprünglich auf dem Sockel, der den Strand am nächsten ist. Aber einer der Arbeiter remplte den Sockel an. Daraufhin fiel die Statue zu Boden und zerbrach. Der Sockel steht weiterhin am umgekippten Zustand am Ort und Stände. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Quite daunting. See how deep the dig is? Oh, wir können auf jeden Fall irgendwie was rekonstruieren jetzt. Ja, wir legen uns einfach mal wieder hin. Oh, diesmal mit John. Okay. Die Löwenstatue, ne, glaube ich nicht. Ach, die Löwenstatue steht. So, was haben wir denn da? Damit die Statue. Damit den. Hier schon noch bestimmt. Ja, die Sicheltruller. Ja, richtig. Die Frage ist halt, wie sie stand. Standen ja auf jeden Fall in alle Himmelsrichtungen. Ja.
Also, ich habe es ja gelesen gehabt. Die Standrichtung. Die stand, glaube ich, Richtung hier. Die Standrichtung. So, nee, aber dann die sicher. Ja, ist schon richtig. Die Standrichtung, Richtung Die Süden. muss so einstehen, ja. Ja, die müssen im Uhrzeigersinn stehen. Ja, die hinten, die mit der Sichel, die stand Richtung Osten. Oh, das müsste jetzt passen. Ist der Löwe auch richtig, die Frage? Ja, das müsste jetzt passen. Norden, Osten, Süden, Westen ist es. Dann gucken wir mal. It Ja, seems das everything's passt. in place. Now, let's see what this has to tell us. Okay. So, Mr. Schiff gegen Schuppenband geprallt. Professor Schiffs Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit dem Schuppenband auf Theodorus Gedes Anwesen werden. Okay, dann hätten wir hier. Mr. Schiff könnte am Tatort gewesen sein. Altes Schiff könnte am Tatort gewesen sein, als Mr. Gen starb. Seine Verletzung passt zum Loch an der Wand. Paul könnte am Tatort gewesen sein. Paul Perks könnte am Tatort gewesen sein und gegen die Schuppenwand geschleudert worden sein, als Theodor Gede starb. Okay, also. Ja, das ist schwierig. Wir lassen einfach erstmal was stehen und gucken dann nochmal weiter. Ja, wir müssen das nachher eh alles nochmal wieder ein bisschen rekonstruieren und. Ja, ich würde sagen. Oh, hier haben wir noch einen Strand. Das ist eine Flaschenpost? Nee, nicht eine Flasche. Ah, schade, kannst du nichts mehr machen. Oh, aber hier konntest du irgendwas machen, ne? Wo denn? Und hier, das hat irgendwie vibriert. Was kann ich denn noch machen? Also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, der Controller, der spielt verrückt. Ja. Ich hab's gehört. Die Frage ist halt, Was? wie? Ich würde sagen, ich muss hier graben, aber wie kann ich hier graben? Ja, musst du vielleicht wieder irgendwas anklicken, ohne dass du das wieder erst siehst? Ne. Ich hab das aktiv, was aktiv sein muss. Hm. Sehr schön. Das war ja auch genial. Überall vibriert das, nur da nicht. Here is your discovery, Mr. Swift. Ja. And look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there.
Eureka! I Sehr gut. found you, my friend. Jetzt haben wir den schon mal weggelockt von da oben. Okay. Jetzt können wir mal hochgehen. Jetzt können wir mal gucken, was er so Schickes da auf seinem lustigen Schreibtisch liegen hatte. Weil da kamst du ja nicht ran. Aber jetzt. Okay, Jetzt mal ja, gucken. jetzt ist er beschäftigt mit der Ausgrabung, die du da unten hattest. Was haben wir denn da? Ein Buch. Über Elefanten. Von Rüssel und Stoßzähnen. Eine Geschichte von Nico. Der zoologische Bestseller von Rüssel und Stoßzähnen stellt eine tiefgehende wirtschaftliche Beschreibung der Elefanten dar. Das Leben der grauen Riesen, sowohl in Gefangenschaft als auch in der Wildnis, wird fast schon enzyklopisch analysiert. Ein besonderes wichtiges Kapitel beschreibt die Paarungszeit der Elefanten, in der sie äußerst gefährlich werden können. Darüber hinaus gibt das Buch Hinweise darüber, wie man mit riesigen Säugetieren kommunizieren und interagieren kann. Ja. Ein Tagebuch oder was von hier? Oh ja. Ein Tagebuch. Das Tagebuch von Arthur Swift. Er beschreibt darin detailliert sein Leben und seine Forschung, aber was noch wichtiger ist, es enthält Aufzeichnungen über einen Disput mit Theodore Gilden hinsichtlich der Ausgrabungsstätte. Tag 1224. Bei Theodore dreht sich alles ums Geld. Soll er sich doch lieber mal ein vollständig ausgebildetes Hirn kaufen, damit er endlich intelligent genug ist, um das große Ganze zu erkennen. Die Welt dreht sich nicht um seinen verfluchten Elefanten. Mir bleiben nur noch ein paar Monate, bis er mit dem Bau beginnt. Er hat ja nicht einmal die nötige Vorstellungskraft, um die Ausgrabungsstätte zumindest mit einem ästhetischen, ansprechenden Projekt zuzupflastern. Elfenbeinbände, an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten. Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, die sich von unschätzbarem Wert sind, werden unter Belanglosen begraben werden. Okay. Haben die noch ein paar Briefe? Oh, guck mal. Ja. Die kennen wir. Der hat auch Feinde. Da fehlen auch zwei. Box of darts. Handy against rodents of all kinds. Da fehlen auch zwei. Das ist ja toll. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that.
Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. I've nothing to add. I'm a busy man. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. I'm a busy man. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. I'm a busy man. I'm a busy man. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. I'm a busy man. I'm a busy man. I've nothing to add. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research?
Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Moving on. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Okay. Genug gequatscht, jetzt können wir erstmal wieder kombinieren. Ja. So, was haben wir hier? Mr. Swift stützte seine Forschung. Arthur Swift verschrieb sein Leben der Forschung der Menschheitsgeschichte und hatte das sicher nicht aufgeben wollen. Ja, weiter geht's. Ich muss Guniat finden. Guniat ist gefährlich. Könnte für den Fall jedoch wichtig sein. Ich muss ihn mit seiner Paarungswilligkeit anlocken. Okay, verkleidet er sich jetzt als Elefant nur? Okay, da geht noch nichts. Da fehlt noch was. So, oh, wir haben jede Menge neue Hinweise. Was war das erste? Jetzt haben wir hier noch was Rundes. Das ist immer noch die Ausgrabungsstelle, ist immer noch nicht erkundet, glaube ich. Oder ach nee, die haben wir aktiv, deswegen mal gucken. Aber die ist auch noch weiß. Wir sind hier auf jeden Fall noch nicht fertig. Geh mal bitte nochmal auf ja. Die Dings, da wo die Fälle waren. Geh mal auf das erste. Eine Parfümflasche. Eine Parfümflasche, auf der ein Elefantenkopf eingraviert ist. Es befindet sich eine durchsichtige Flüssigkeit darin, die wirklich schlimm riecht. So, und Elefant zu finden, muss man machen. Mach mal A. Ah, okay. Lass uns die mal analysieren. Oh Gott, wie ging das so noch? Erstes Fläschchen, linkes Feld. Warte mal. Das sind 3. Nee, warte. Ich muss rechnen. Dann das blaue Fläschchen, dann das rote Fläschchen daneben. Die miteinander verbinden. Ja, die muss man ja verbinden, ne? Jo. Ne, ging glaube ich nicht. Was? Ne, verbindet sich auch nicht. Ne, geht's wohl nicht. Ach nee, kann ja auch nicht. Doch, mach das mal nochmal so, wie es war gerade, bitte. Und dann das grüne Fläschchen. Unten runter. Also wie so ein Dreieck machen. Ja, wir können die noch gar nicht verbinden, das geht ja noch gar nicht. Nee. Dann die Chemieanalyse in die Mitte, wie immer. In die Mitte. Und dann die zweite Chemieanalyse auch nochmal daneben. Hast du das noch eine? Ja, die schiebst du aber hinten da bei den... Mit denen? Ja, dahin. So, jetzt verbinde mal das Rote mit dem Blauen. Geht doch nicht. Ich kann das Blaue mit denen verbinden. Ja, und jetzt das Rote mit dem Blauen? Geht immer noch nicht, es geht immer nur noch hier hin. Geht immer nur in die Richtung, wo der Pfeil zeigt, auf den... Verbindet das auch mal in die Mitte? Geht nicht, das ist keiner mehr frei. Das geht nicht mehr. Geht entweder das oder das so. So, dann den Blauen nochmal in die Mitte. Also den Blauen in die Mitte. Verbinden. Den kann ich jetzt... Geht nicht! Oh, Nico. Funktioniert so nicht. Du kannst nur...
Be swift. This fabric will work. Don't pass by. Welcome, welcome. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. Masterpieces by local artists. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. Make your garden cozy. My goods will brighten up your house.
You always know where to find me. It might fall an elephant. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Es wird Zeit, den Elefanten einzufangen. Mrs. Ninis Schneiderei befindet sich am Ende der Kreuzung. Red bla 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 way in Scalidadio. Ja gut, da waren wir ja schon mal, ne? Ja, ich glaube ja. Oh, gleich mal. War das nicht die wir wo wir uns verkleiden mussten wegen ihrem Mann? Stimmt, hast recht. Die ist doch so, glaube ich, ne? Ja, das kann sein. Wir haben jetzt auch grün, so, das heißt, so, wir brauchen hier Scalidalo. Kleidungshändler. welche Straße war das jetzt noch? Nein. Kings Road, Trinity Way in Scaladio. Da ist die Kings Road. Ah, da ist doch schon das Bekleidungsgeschäft. Wo denn? Nach links rüber. Da. Und dann oben an der Ecke. Das war doch bei dieser Polizeistation. War doch genau da. Da, wo du jetzt bist. Ah ja, stimmt. Das war doch bei dem Polizeiding nur einmal rechts raus. Und dann waren wir schon oben bei ihr. Ja, stimmt. Oh. Falsch gelaufen. Hey. He's even been putting up posters. Belaufen. Losing it may be the death of him. Nein, ich war gar nicht hier. Was? Ja, wenn ich verkackt habe, muss ich nochmal weggehen, sonst darf ich das nicht nochmal. Ah. He's even been putting up posters. Na, shit. Weißt du, was du da drücken musst dann, oder? He's even been putting up. Wer über die Plakate in sich des vermissten Gegenstandes herausfinden. Ja, die Frage ist halt, was die richtigen Antworten sind. Ja, das ist eine gute Frage. He's even been put. Musiklehrer passt schon mal. Ja, das ist schon mal, was nicht passt zum Teil. He's even been putting up posters.
Ah, okay. Ein Musiklehrer aus der Gegend hat im Zentrum von Scaladio in direkter Umgebung der St. Clemens-Kathedrale Plakate aufgehängt und bittet um Hinweise hinsichtlich seiner gestohlenen Geige. Ein neuer Fall. Seite an Seite. Aber jetzt nicht langweilig werden. What's up? Da ist sie doch. Da. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. I can't wait to see the fruits of your labour. Hat sie jetzt gebaut, eine Elefantenpuppe? Ja, ich sollte mit der wunderbaren Elefantenpuppe zum Hundegasthang in Mr. Geses Hof gehen und die Attrappe dort am... Mit Gas füllen, okay. Achso, mit Gas befüllen. Naja, klar, damit sie bestimmt größer wird, ne? Eine Gaspuppe. Ah, okay. Ja, dann müssen wir wieder zurück zum Hof. Ja. Ja, guck mal, erstmal hier den Kompostding entfernen. Achso. Und dann müssen wir Ja, sonst sieht man gar nicht mehr durch auf der Karte nachher, glaube ich. Ja. So. Aber Schnellreise geht zumindest mal fliegen. Ja, das geht, ja. Hey. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Okay. Are we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant. Ja. Dafür Signal ertönen lassen. Ungeduldiges Signal ertönen lassen. Versautes Signal ertönen. Was versautes? Ja. Ich glaube, das ist total egal, ne? Hauptsache der Elefant wird angelockt, ne? Magst du gesehen, hey, ich auch. How could anyone resist? Nehmen wir das oberste. Was wird da jetzt stehen? Ich möchte das gar nicht wissen. Das hier? Ja, machen wir das mal. Wärst du ein Hund, würde ich mit dir picken. Oh mein Gott. Ich glaube, man muss I knew a alle lady nehmen once who bestimmt. said just that. Bitte, bitte schenken mir eine Nacht, die ich nie vergessen werde. Oh Gott. Too bad I'm not an elephant. Bin hier, ich warte deine 2 anderen Wünsche. Oh Gott. Take your time, Sherry. Wenn ich dir sagen würde, ich würde einen schönen Muster haben, würdest du mich dann
Willst du dich dann an mir reiben? Oh mein Gott. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Ja, da ist er. Oh. Geholfen. Ja. Und sich reiben lassen ging. Mhm. Hat ihn überzeugt. Ja. Der arme Elefant. Er wird einfach so zum Narren gehalten. Ja, ey. Der gehört da ja auch nicht hin. What is the meaning of this? Hilfe. Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Oh, okay. Oh ja. Oh, wieder gefundener Goliath. Oh, ja. Oha, der hat aber gelitten. Dann versuchen die diesen armen Kerl mal. Hat auf jeden Fall eine Wunde am Auge. It injured itself while running through the forest. Peaceful and compliant, almost a gentleman. Kannst bestimmt auch wieder rumlaufen, oder? Ah, nicht so richtig. Und da ist auch noch was. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Oh, hier. Da steckt doch ein Pfeil. Da steckt ein Pfeil, ja. Oh, hier haben wir. Oh. A feathered fletching. There's something in the needle. This might be promising. Oha. Das sind Hinweise erhalten. Ja. Dann gucken wir mal. Gucken uns das Teil doch mal aus der Ferne an. Chemische Analyse auf jeden Fall. Oh Gott. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall die 3. Dann brauchen wir das Ding. Und dann brauchen wir... Okay, jetzt wird es kompliziert, weil wir brauchen nämlich 3 Minus von denen. Achso gut, dann brauchen wir nur 5. 5 Minus und 2 Plus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einmal wieder bauen hier. Dann haben wir 3 Minus. Und den geben wir dann in den. Gehen da rüber. Verbinden den. Haben 3 und 3 und verbinden den und dürfen dann alles haben. Perfekt. So. Sehr gut gelöst, Sherlock. Ja. Das ist der Grund, warum wir keine Leitfaden brauchen. So. Ja, das ist einfach nur reine Mathematik gewesen gerade wieder. Okay. Alle Hinweise erhalten. Wie es auch immer ausgeht. So, Schlüssel neues. Goliath könnte provoziert worden sein. Der auf Goliath abgeschossene Pfeil könnte das Tier zu einem Gewaltausbruch provoziert haben. Goliath könnte Mr. Gen getötet haben. Der Elefant könnte Gen angegriffen haben, um ihn auszubrechen. Aber ich glaube auch, dass er provoziert wurde.
Giftfall von Mr. Swift oder Paul Perks. Sowohl Professor Swift als auch Paul Perks hätten die Elefanten mit einem Giftfall beschießen können. Okay, jemand benutzte Goliath. Eine unbekannte Person beschoss Goliath mit einem Giftfall, um dafür zu sorgen, dass Goliath Theodor de Gehlen angreift. Jemand wollte Mr. Gehlen beschützen. Eine unbekannte Person versuchte Theodor Gehlen durch die Verschießung eines Giftfalls zu beschützen. Nein. Okay. Okay, jetzt kannst du da natürlich auswählen, was sollen. Arthur ermordete Theodor Gehlen. Arthur räumte mit Hilfe von Goliath Theodor Gehlen aus dem Weg. Ein verschossener Giftfall sorgte bei Goliath für einen Gewaltausbruch, bei dem er seinen Besitzer angriff. Ja, also ich würde auch sagen... bedeutet den Fortbestand der Ausgrabungsstätte. Also ich würde sagen, der Mr. Swift, den nehmen wir auf jeden Fall fest. Ja, warte mal, wenn wir jetzt Paul machen, dann kann... Was sagen die hier? Mr. Perks alias Paul tötete von Goliath mit Hilfe Goliath. Mit den Giftfall produzierte er den Elefanten und Besitzer losging. Dessen Tod bedeutet, dass Mr. Perks den Tier mit ihm unbehindert fortführen konnte. Also sie hat oder er, es, sie, er hatte damit nichts zu tun, glaube ich nicht. Der andere wollte die Ausgrabungsstätte, ja, für sich. Ja. Aber den Elefanten lassen wir am Leben. Ja, den Elefanten lassen wir auf jeden Fall am Leben. Aber haben wir hier noch was? Steht denn hier? Da können wir auf jeden Fall noch besprechen. Hier haben wir noch irgendwie Pfeil. Was soll denn hier? Da ist auf jeden Fall noch irgendwas Gelbes. Gedankenspiele hast du noch eins. Nee. Wie jetzt noch was, was ich, vielleicht... Okay, also das muss ich eigentlich noch Spanendes fragen nochmal. Ja, was ist hier noch Geld? Du meinst die beiden nochmal befragen? Ja. Die Frage jetzt mal nochmal. Mal gucken. Ja, dann laufen wir da jetzt nochmal hin. Zu beiden musst du ja nochmal, oder was? Ja, bevor wir jemanden beschuldigen, fragen wir jetzt nochmal. Ja, ich habe da so meine Vermutung. Aber irgendwie ist ja auf den Hof noch irgendwas, was wir nicht entdeckt haben. Die Frage ist ja, was? Du sollst ja erst beschuldigen, wenn du alle Hinweise gefunden hast. Das heißt, wenn wir erst beschuldigen und das Ding noch gelb ist, ist das halt scheiße. Dann können wir nicht abschließen eigentlich. Außer wir kennen den Mörder. Nein, das können wir nicht, weil dann am Ende gibt es den Erfolg nicht. Also du kannst nur noch beschuldigen. I have to leave you for a moment. Don't sail too far away. Ja, vielleicht. Aber hier ist doch noch gelb. Das stimmt doch was nicht. Auf den Hof, da muss man noch kommen, ob wir da irgendwo Hinweis auf den Hof vergessen haben. Aber vielleicht wird ja auch jetzt grün, wenn du den Fall abgeschlossen hast. Und wenn nicht, habe ich die Arschbrenne. Die Frage ist halt, wir können theoretisch erstmal vorher speichern. Ja. Und noch einen neuen Speicherstand machen. Wenn wir das machen. doch sehen, dann, ja, richtig. Der oberste war das, ne? Ja, 0:45 Uhr. Oh, guck mal, wir haben gestern fast zur gleichen Zeit gespeichert. Stimmt. Das ist schon 0:45 Uhr? Es ist schon 0:45 Uhr. Na gut. Aber das ist doch komisch irgendwie, oder? Dass das dann... Ja, meinst du, ich soll ja nicht nochmal hingehen und nochmal gucken, ob da irgendwas ist? Nö. Aber da ist nur was. Steht hier... Schlüsselhinweise erhalten.
Da muss es ja was Gutes noch. Ich glaube, da ist nichts mehr. Der kleine Junge. Okay. Aber als Mr. Schiff festgelegt Goliath sein Leben. Mr. Swift fest. Warte. Stopp. Jetzt müssen wir aber da oben zu denen gehen und den beschuldigen. Das haben wir ja letztes Mal auch so gemacht. Wenn wir das jetzt machen, dann ist er vorbei. Aber wir müssen ja zu denen noch gehen und den beschuldigen jetzt. Okay. Wo war der? Der war doch bei der Ausgrabungsstelle. Aber kommen wir da nochmal rein? Aber wir selber uns jetzt mit den Klamotten reinkommen, ist die nächste Frage. Eigentlich nicht. So, wir sollen ja umziehen. Die Frage ist, ob du überhaupt nochmal reinkommst da jetzt in die Ausgrabungsstätte. Ja, wir werden es gleich sehen. Don't miss out on my unique. Let's pick something that suits you. Oh nee. Don't leave. Take one more. Die haben wir ja schon, ne? Die Garderobe. Wollen wir nochmal reinkommen? Stop loitering. Ja. Ja. Soll ja auch ganz normal mit den Klamotten reingehen können, wa? Na, wohl glaube ich nicht. Der Türsteher weiß das ja nicht. Mal gucken. You are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My partner's death, I might remind you. Your dart uses strychnine to kill rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. The very same substance is a powerful stimulant. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that it killed its owner. For a man of your age, it was easier to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. Only athletes use it as a stimulant, not elephants. True, but one dart of strychnine would not be enough to kill the elephant, and you knew it. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric project. All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense. You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times, but I wasn't there when the elephant killed him. Then I must have made a mistake, because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed.
Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife, fairly useful in a place where one might cut ropes and fabric, such as, I don't know, the dig site? That's your interpretation of the facts, Mr. Holmes. You've simply aligned them to suit your hypothesis. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Mhm. Ja. Aber es ist, wen weiß man natürlich nicht. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing. You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should be free. He is not the real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. I told you Mr. Swift was not a real archaeologist. He was a murderer. I knew there was something wrong with him. Fortunately for us, being a murderer was not his profession. Der Elefant lebt. And about the elephant. While you were busy, I've dealt with it. No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually, two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden. Kann man nicht mal sehen, ob das jetzt Abgeschlossen war. ja, doch, könnte. Das heißt, wenn wir jetzt das Pech haben und das nicht gezählt haben, dann müssen wir bis hierhin wieder weiterspielen. Juhu. Er erzählt das nicht zum Ende der Geschichte, er erzählt das erst zum Ende des Spiels. Mhm. Da war nämlich irgendwie in der Projekt 4. Ah. Also beschuldige alle Verdächtigen mit Hilfe der richtigen Beweise. Gehen wir nochmal bitte runter. 3 oder 4 Stück. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Bringe das gesamte Herrenhaus wieder auf Vordermann. Ja. Und steht beschuldige alle Verdächtigen mit Hilfe der richtigen Hinweise. Aber wir wissen ja jetzt ja noch nicht mal, ob das richtig war. Oder gibt es da jetzt wieder eine Information? Ob das richtig war? Ja. Du hast ja gedacht, das wäre richtig. Nein, ich meine so wie bei den anderen Teilen. Ja, bei den anderen zum Beispiel war es so, bei den ersten Fall, den wir gemacht haben, haben wir die Bestätigung von den Typen bekommen, dass er das war. Ja. Ja. Und hier war es jetzt nicht so. Der hat gesagt, er war es nicht. Ja. Die Frage ist aber, ob es wirklich war. Ja, das war ja deine Vermutung, dass er es war. Weil du hast auf jeden Fall keine Impfung gekriegt, ob wir es richtig gemacht haben.
don't feel safe with that beast back here. I don't feel safe with that... that beast back here. Destruction and trampled ground. It's as if a storm went through here. Destruction and trampled ground. Hog heaven. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Hog heaven. Destruction and trampled ground. As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. It's as if a storm went through here.
An amount of attention that most can only dream of. Also für mich ist es problematisch, wenn wir, jetzt haben wir auf jeden Fall zumindest alle Hinweise gefunden, die wir gerade noch nicht hatten. Aber für mich ist es problematisch, wenn wir jetzt sagen, wir beschuldigen einen von den beiden und am Ende kann weder der eine noch der andere verknackt werden, weil wir weder beweisen können, dass den einen oder anderen den Pfeil fehlte. Also es fehlen beide 2 Pfeile, es könnten beide von beiden den Pfeil gewesen sein. Fakt ist halt, dass der Elefant ihn getötet hat am Ende. Zwar durch Fremdeinwirkung, aber die Frage ist halt... Wer? Ja, wir können es nicht beweisen, wer. Wir haben ja gesehen, weil der eine der hat gesagt, nee, weil der andere wird genau das gleiche sein. Nee, weil wir können halt nicht beweisen, wir haben keine Beweise, wer es ist. Nee. Die hatten zwar beide Motiv, aber im Zweifel fehlen den Angeklagten, wie das so heißt. Und ich sag mal, wenn wir sagen, im Zweifel fehlen den Angeklagten, würde ich sagen... Den Elefanten. Wir nehmen den Elefanten. Und dann lassen wir den aber trotzdem am Leben. Ja, ich will den Elefanten auf jeden Fall am Leben lassen. Na denn. Ja, weil irgendjemand das, aber die Frage ist halt, wer war, ne? Ja. You were right about Goliath. Everyone confirmed your opinion. They all agree that the beast is vicious. The animal wielded 2 tons of rage, and Mr. Gilden regrettably didn't stand a chance. The mating season only served to amplify its temper. Oh, spare me. That's a little too much detail, thank you. Pflanze war ja What geil is the mit der point of this Umgabe. conclusion? How do you Das ist wieder plan to use komische your Schlange. findings? Miss Gilden, I know how much you dislike the elephant. Rather more than dislike. I wish I could have done more to that wretch than just speak of it.
But it's innocent. Goliath did not intend to kill your father. It was provoked, scared, and in mating season. Your father took Goliath's normal state for granted, and in doing so made a mistake that caused the elephant to be aggressive. Stop it! I already know the answer. I don't need your moral perspective on this situation. I don't know why you wasted your time. I actually did more than you. Which involved what, Miss Gilden? A man with a big wallet made an offer to take the elephant away. I accepted it. I was so naive, thinking that it was me who was so helpless. But you are useless too. I am glad that the elephant is no longer of your concern, but I need to make sure. I don't care, and I don't want to listen. Thought you wouldn't turn up. Why's that? Well, I suppose it's the English way to leave without saying goodbye, but I never planned to abandon you. Because you brought the filthy beast here. Because you did nothing to ensure its proper punishment. I had to do everything, not you. I was piecing together your father's murder. There was nothing to piece together. I told you, it was Goliath. I never asked you to talk with anyone. I asked you to find the stupid animal. Even if my efforts are invisible, that does not mean that I did nothing. I don't have the strength to argue. These are my father's belongings. They're about your mother. Take them all and leave me be. I won't waste your time any longer, Miss Gilden. Thank you for your help. Oh, auf jeden Fall frei abgeschlossen und so bin ich nur zufrieden, ne? 30 Was? Gold gab es. Auf jeden Fall. Okay. Das ist richtig viel gewesen. Ja. Ja. Oh, jetzt sind wir wieder bei Mutterliebe. Was ich alles von unseren Nachbarn beschaffen konnte, waren einige Dinge, die Mr. Gillen aufbewahrt hatte und die offensichtlich etwas mit meiner Familie zu tun haben. Seine Tochter hat sie mir für mich auf einer Bank unweit des Eingangs unseres Hauses abgelegt. Okay. Ja. Oh, Mama. Du musst ja wieder zu ihr jetzt, ne? Nicht ihres Hauses. Ich war noch bei ihr. Das ist Ja, eine Bank. Da müssen wir dann wieder zu ihr rennen. Da vorne. Da liegt eine Bank. Da liegt sie auch. Ach so. Kiste. Okay. Ein Brief. Mein lieber Theodor, wie Sie wissen, ist mir unsere Freundschaft wichtiger als vieles andere. So sind wir doch beide rastlose Menschen, die eine gewisse Zerrissenheit in sich tragen. Und Ihr Verständnis wie auch Ihre Unterstützung in schweren Zeiten waren mir immer ein Segen. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass es das Schicksal so gut mit mir meinte. Als Sie an derselben Expedition teilnahmen wie Sieger und ich. Mein Leben wendete sich dadurch zum Besseren. Aber ich bin nicht blind und will auch nicht heulerisch sein. Ich weiß, dass Ihre Gefühle zu mir stärker geworden sind. Vergeben Sie mir, Theodore. Aber ich empfinde nicht das Gleiche wie Sie. Und ich möchte Ihnen die Qualen einer unverbitteten Liebe ersparen, bevor es zu spät ist. Anbei finden Sie die Halskette, die Sie mir als Erinnerung an unser gemeinsames Abenteuer geschenkt haben. Sie haben sie mit so viel Bedacht ausgewählt, aber ich kann sie leider nicht länger mit gutem Gewissen tragen. Ich weiß, dass es Ihnen wehtun wird, diese Zeilen zu lesen, und dafür will ich mich aufrichtig entschuldigen. Mein Herz gehört jedoch Sieger, der nach wie vor nichts von Ihren Gefühlen weiß. Sollte dies das Ende unserer Freundschaft bedeuten, so haben Sie dafür mein vollstes Verständnis. Dennoch hoffe ich inständig, dass wir weiterhin als Freunde und Kollegen miteinander verbunden bleiben. Wie all die Jahre zuvor, in denen wir zahlreiche Momente der Freude miteinander teilen durften. Hochachtungsvoll, Violet. Okay. Deine Mutter. Ja. Oh, die hatte was mit ihm. Hatte nichts von ihm. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. Aber sie I aber was nicht. wondering where it went. She said it was a Hat sie ja birthday nicht von present ihm from a gehabt? good Ja, dem friend. alles wiedergegeben. What? Hat sie ja nicht von ihm gehabt? Ja, dem alles wiedergegeben. What? Ja, dem alles wiedergegeben. 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 Ja, dem alles wieder
Was ist jetzt? Oh. Ein Video. Wie ein Ring. Bisschen. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happened somewhere in the map. Bruchstückige Finally moving Erinnerung. forward. Shall we go? Okay. Also müssen wir ins Haus. Jo. Und dann diesen unheimlichen Spiegel angucken. Und nicht dreimal hier Handymann rufen. Weil ja das Beetlejuice sagen, aber es soll ja was anderes gewesen. Kann so dreimal Beetlejuice sagen. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. Große Frage You ist, don't miss out on much. Most men are dull, unlike das yourself. Bild? Ach da. Well, I'm Das flattered. ist ein Spiegel, ne? Mhm. Aber hier ist so eine Erinnerungsstufe. I had a surprise for my mother. You had a shovel with you, John. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. Ups. It came from upstairs. Oh. Da in die Vase reingetreten. Oder? The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Er joggt da schon in der Tür. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Okay. Oh, ein Erfolg. In Mutters Armen. Sehr schön. Okay, ja, eine Weile zum... Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. So. Was haben wir denn da jetzt? Ja, da liegt auch einiges rum. Ja, wir schauen uns mal um.
this room always reeked with an acrid medicinal stench. Regale hängen auch schief. Here is the reason. Da gibt so einiges, ne? Ja. Straps on the bed. Just doesn't look right. Okay. Seems this was the most frequently used medication. Weil hier steht noch alles genauso da, wie es... 1 dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Ja. Mein lieber Sieger, lang ist es her, seit ich das letzte Mal von dir gehört habe. Man könnte fast geneigt sein zu glauben, dass meine letzten Briefe einfach nicht mit deinen Reisen quer über den Kontinent Schritt halten konnten. Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit und befindest dich bereits wieder auf dem Weg nach Hause. Vergib mir meine Ungeduld, aber ohne deine freundliche Stimme und deine strahlenden Augen erscheint mir das Leben kaum lebenswert. Auch unsere Söhne brauchen ihren Vater. Ich kann dir sagen, dass sie dich wirklich vermissen. Selbst Mycroft, der das Herz ja nicht gerade auf der Zunge trägt, wie du weißt. Falls meine letzten Briefe verloren gegangen sind, sollst du wissen, dass wir auf die Insel Cordona übergesiedelt sind. Komm bitte bald zurück zu deiner Familie. Auf ewig, dein Violet. Februar 1869. Ja. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Was haben wir da? Todesanzeige in der New York Times. London, 21. August 1865. Mr. Sieger Morland Holmes, der berühmte Archäologe, Sachverständiger und Historiker, verstarb überraschend im jungen Alter von 41 Jahren. Er erlitt am Samstag während einer Opernvorstellung im Royal Opera House in Londoner Bezirk Covent Garden einen Herzinfarkt. Trotz aller Bemühungen eines Arztes erlangt Mr. Holmes nicht wieder das Bewusstsein und verstarb gestern Abend um 18:20 Uhr. Sein plötzlicher Tod löste in seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis Bestürzung aus. Mr. Holmes hinterließ eine Frau, Violet, sowie 2 Söhne, Mycroft 16 Jahre alt und Sherlock 6 Jahre alt. Die Beisetzung erfolgt am Mittwoch auf dem Highgate Cemetery of St. James durch Reverend W.A. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. Ein altes Stück Papier. 25. März 1869. Behandlungsnotiz von Dr. Otto Richter. In den vergangenen Monaten habe ich Mr. Holmes gebeten, Landschaften zu zeichnen. Die ersten Zeichnungen, die sie angefertigt hat, waren klar und akkurat. Die weiteren Zeichnungen wichen jedoch immer mehr von der Wirklichkeit ab. Offensichtlich schreitet ihre Erkrankung zügig voran und wirkt sich womöglich auch auf ihre optische Wahrnehmung aus. Eventuell wird eine Transpiration nötig sein. Die hat es nicht einfach gehabt, die Frau. Naja. Behandlungstagebuch. Behandlungstagebuch über Mrs. Violet Holmes von Dr. Otto Richter. 19. Mai 1868. Im ersten Behandlungsgespräch stellte sich heraus, dass die Patientin an Schlafproblemen, Angstzuständen und leichter Verwirrtheit leidet. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel zur täglichen Einnahme verschrieben und wir werden die Symptome weiter im Auge behalten.
3. August 1868. Das Beruhigungsmittel hat gegen die Angstzustände geholfen, doch Mrs. Holmes leidet nun an Katatonie, Aphonie und längeren Depressionsepisoden. Darüber hinaus hat sie sich die Verwirrtheit verstärkt. Sie hat begonnen, Briefe an ihren verstorbenen Ehemann zu schreiben, als ob er noch am Leben wäre. Ich habe 6 weitere Medikamente verschrieben, um ihren Geisteszustand zu stabilisieren, sowie eine wöchentliche Hydrotherapie. 27. November 1868. Die aktuelle Medikation zu durchschnittlichen Ergebnissen gezeitigte, wobei die Verwirrtheit zu nah konstanter Wahnvorstellungen verschlimmert hat. Die Patientin reagiert enorm gereizt, wenn ihre Vorstellung widersprochen wird und neigt dem zu aggressiven Verhalten. Ich habe mittlerweile mehrere Gewaltausbrüche der Patientin gegenüber ihrer Familie und auch sich selbst erlebt. Daher habe ich angeordnet, dass Gitterstäbe an den Fenstern des Hauses angebracht werden und Mrs. Holmes nachts an das Bett gefesselt wird. Die Dosierung ihrer Medikation habe ich erhöht. Zudem habe ich Hydrotherapiesitzungen sowie ein mittelstarkes Halluzigen verschrieben. Okay. Oh. Die Geschichte dahinter ist schon ganz schön hart. Ja, so. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Nehmen wir mal mit. Ja, definitiv. No labels. I doubt it ever had one. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Ja. Was hältst du davon, wenn wir die Flasche nochmal untersuchen? Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Eine alte Schachpartie. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Hm? Einmal die Flasche untersuchen, die wir gerade aufgenommen haben. Ja, ich weiß. Da muss ich ja Schachspiel noch drin machen. Das Schachspiel? Ne, da standen ja noch 2 Bauern und ein Läufer. Wolltest du da noch spielen? Das glaube ich nichts mehr so wie Doch, hat er aber gesagt. Echt? Ja, das ist ja cool. So, also wir brauchen auf jeden Fall 3 minus 4. 3. Ja, das wird schon schwierig. Eine 4 brauchen wir. Nee, ist ja 4. Ne, minus 4 muss das ja sein. Minus 2 hatten wir. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das? Mal was Neues. Kann das denn? Geh mal darauf auf das Neue und dann Hilfe. Nach oben drücken. Nee, Hilfe will ich nicht drücken. Da gibt ja schon Hinweise oder so. Nee, ich denke mal, das ist eine Hilfe, was das überhaupt ist. Wir wissen ja gar nicht, was das ist. Er wandelt irgendeinen Stoff um.
Hier hingehe zum Beispiel. Ja, was soll das? Ah, okay, er macht aus Plus Minus. Achso, er macht auch Plus Minus. Ja, okay, das ist sehr gut. Dann brauchen wir nur das hier. Da haben wir Minus. Und dann kann der Kram schnell weg. Da muss nämlich der hier rein. Von da aus hier rein. Und dann kommt der hier rein. Die Analyse ergab, dass sich bei der unbekannten Substanz um ein Halluzinogen handelt, das aus Pilzen gewonnen wurde. Okay. Eine alte Schachpapier, siehst du? Ah, ich musste das. Ah, okay. Du musst es wieder anklicken. Oh, jetzt stehen ja sogar mehr Figuren schon. Okay, also fern an wir retten den König durch Ruckzug oder verteidigen den König mit den Läufer. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich müsstest du den Läufer mit dem König verteidigen. Umgekehrt. Der verteidigt den König mit dem Läufer. Damit du nicht Schachmatt bist. Und ich kann nur rette den König. Verteidige den König mit dem Läufer. So sicher? Weil du sonst im Schach stehst. Ja. 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 Bin mir zu 100% sicher. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Ja, perfekt. So. Haben wir das auch erledigt? Dann haben wir nur noch das da oben frei. Da noch eine Blume. Oh ja. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Looks like it was damaged by a blunt object. Okay. Aber dann halt alles fast leere Flaschen. Hä, was war denn fast leere Flasche? Was ist das denn? Substanz. Analyse ergab es. Achso, das ist das mit der Substanz mit dem Halogen. Im Herrenhaus. Was haben wir noch?
Oh, it brings back some memories. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was... Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Okay, was ging hier ab, wohl? Der Morgen des 9. Aprils. Der 9. April fing gar nicht gut an. Erst hatte Mutter eine Panikattacke und dann wurde sie hysterisch. Sie warf Essen umher und schrie ihren Arzt an, den sie einen Lügner nannte. John und ich waren gerade dabei, ihren Morgentee zu bringen. Doch als sie zu schreien anfing, bekam ich Angst. Ich konnte nichts weiteres tun, als mich vor dem Bett zusammenkauern und darauf zu warten, bis alles vorbei war. Zum Glück war John da, um mich zu beschützen, um mich zu beruhigen. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John.
You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry. To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic soles. What is this sailor doing here? Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. I have no intention of visiting your exhibition. I have no interest in amateur artists. I'm sorry, what? You are here to invite me to your vernissage, are you not? That square-shaped something in your pocket is an invitation. Oh, yes, sir, it is, but it is not my exhibition. I only work there, for Mr. Vogel himself. He has sent me to invite you to his gallery. So you're not from the Mariner's Service? So even the fact that I'm your game hasn't led you to deduce that something in my appearance must be fake? Disappointing. Mr. Vogel gives you too much credit. Here is your invitation. Mr. Vogel needs your help. I hope you won't fail him again. Farewell. Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie. Mein lieber Herr Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstgalerie oder Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Canaversei an der Kreuzung Bazaar Road, Hermes Avenue in der Altstadt. Ihr treuer Freund WV. Ja. Jo, dann suchen wir erstmal die lustige Stadt wieder. Quatsch, die lustige Straße. Lustige Stadt. Ja. So, mal gucken. So, sieht das nicht so gut aus der Ferne. Was? Ich war das, ich habe gegähnt.
Wie ist die Straße? An der Kaserei der Kreuzung Basar, Rot und Hermes Avenue. in der Altstadt. Da ist schon mal die Hermes Avenue und da ist die Basar. Und da ist sogar eine versteckte Münze. Da kann man doch schon was, glaube ich, hingehen. Vor allen Dingen, was? Wie kommen wir da am schnellsten hin? Indem wir zum Markt reisen. Ja. Mr. Sherlock Holmes, I presume? Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevez, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. I'm afraid I don't have time for this now. I hope that you will reconsider. If you do, I'll be here. So, are you ready to take on the task? You have my attention, Mr. Estevez. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. So. Ja, ich würde jetzt sagen, an 2 dieser Uhr. Stelle, bevor wir in den nächsten Fall starten, machen wir jetzt Schluss für heute. Ja. Dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Wünschen euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Genau. Und
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Bis Gute morgen. Nacht. Tschüss. Tschüss.